Das epische Weihnachtsevent. Ich verstehe nicht, warum sie nicht einfach das Weihnachtsevent vom ersten Jahr von 22 aufspielen. Es muss ja nicht so heftig sein. Ich meine, das Event war damals safe ein Fehler. Irgendjemand hat auch mal gesagt, ein Moderator hat schon zugegeben, dass das ein Fehler war oder so und sie haben sich nicht getraut, es dann rückgängig zu machen. Weiß nicht, ob das stimmt. Die Leute erzählen ja viel. Wurde ja sogar eine Fake Roadmap veröffentlicht letztens. Also die Leute denken sich ja den dümmsten Scheiß aus. Aber ich meine, da haben wir von Anfang an ja vermutet, dass das ein Fehler war, weil das Event einfach viel zu heftig war. Aber das Event war halt so gut, sie müssten legit es müsste nur halb so gut sein und es wäre immer noch ein extrem gutes Event. Und das verstehe ich halt nicht. Ich meine, du weißt, das Event war erfolgreich, das ist fast schon Nostalgie, was jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her ist. Und klar kannst du es nicht nochmal so krass aufziehen, weil es einfach zu krass war. Ich meine, wenn man das mal mit anderen Events vergleicht, du hast bei dem Event gefühlt, ich hatte da auf manchen Charts, habe ich 100 Amplis bekommen, gefühlt von einem Event. Ich habe es aber ausgerechnet, damals hatte ich ja noch nicht so viele Charakter. Wenn ich damals schon so viele Charakter gehabt hätte, ich da 200.000 F-Coins, Amplis im Wert von 200.000 F-Coins wahrscheinlich gehabt am Ende vom Event. Das war ja brutal, was man da bekommen hat. Und deswegen sage ich ja, die könnten die Belohnungen halbieren. Und es wäre immer noch das beste Event, was sie dieses Jahr aufspielen würden. Probably. Das heißt, sie könnten ja auch wirklich drastisch runtergehen von den Belohnungen, aber das Event vom Prinzip her genauso aufziehen wie damals. Und es würde wahrscheinlich ein riesiger Erfolg werden. Wenn damals, es war wirklich so eigentlich, die Leute haben ja im Sommer dann schon wieder gequittet. Im Mai-Juni Release. Und im August und so weiter haben schon die ersten Leute gequittet, noch bevor das Astria-Update kam. Und diese Leute zurückzuholen, hat mit dem Event ziemlich gut funktioniert. Also ich hatte das Gefühl, dass Weihnachten nicht genauso viel los war wie zum Release. Aber deutlich mehr als davor. Also zu Weihnachten war es schon, also Weihnachten 22 war schon echt krass. Da war auch unfassbar viel los. Und ich denke, das war schon ein Großteil einfach wirklich an diesem Event gelegen. Die meisten Leute werden wahrscheinlich einfach nur ein bisschen reingeschaut haben dann von dem Event wahrscheinlich mitbekommen, haben sich das Event angeschaut und konnten dann wahrscheinlich ihren Augen nicht trauen, weil sie sich wahrscheinlich dachten, Junge, wie geistesgestört gut ist dieses Event bitte. Und dann hat man halt seine ganzen Weihnachtsferien, seinen ganzen Weihnachtsurlaub, hat man dann halt reingesuchtet. Und so war es ja auch. Also ich meine, das hat bis Ende Januar ging das ja, glaube ich, bis von irgendwie 20. Dezember bis 20. Januar. Also es ging ziemlich lange, 5 Wochen, glaube ich. Und ja, war literally das beste Event, was es bisher gab. Also verstehe ich nicht, warum man da nicht anknüpft. Warum man das nicht probiert, dass man es wieder macht. Klar, vom Umfang her müsste man es etwas reduzieren. Sonst casht keiner mehr, wenn du da Cutstones und Amplis im Wert von 1000 Euro kriegst, auf alle deine Chars verteilt. So heftig kann es natürlich nicht sein. Aber sagt ja auch keiner. Ich meine, das Event an sich war doch einfach cool. Besser. Als viele der neueren. Das ist schon komisch. Vor allem gab es da auch so viele unterschiedliche Sachen. Du konntest ja die Schneebälle farmen für die Skins. Dann konnte man ja diese Weihnachtsmänner-Giants töten. Für diese, gab es doch nicht das mit der Rangliste auch, glaube ich. Oder einfach nur, nee, die Weihnachtsmänner haben irgendwas gedroppt, glaube ich, irgendeine Box oder so. Plus das Glücksrad gab's. Und dann noch irgendwas, glaube ich. Also ich glaube, es waren 4 Sachen zeitgleich. Es war einfach so viel zu tun, dass jeder das machen konnte, was ihm am meisten gefallen hat. Oder jeder konnte das grinden, was er für am sinnvollsten hielt. Und nebenbei lief dann noch das mit dem Glücksrad, wo du einfach nur fürs Online-Sein so krass belohnt wurdest. Also, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Stattdessen denken sie sich jedes Jahr jetzt was Neues aus, wo ich mir denke, müsst ihr doch gar nicht. Könnt euch eure Zeit sparen. Spart euch die Zeit. Und gebt uns einfach das Event von damals. Verringert ein bisschen die Belohnungen. Kein Stress. Jeder kann einsehen, warum sie die Belohnungen etwas verringern müssten. Und es wäre immer noch das beste Event des Jahres wahrscheinlich.